Hallo, ich bin der René. Und heute habe ich mir den Michael aus dem Guppi-Team eingeladen, dem wir jetzt ein paar schöne Fragen stellen werden. Hallo Micha, schön, dass du kommen konntest. Hallo René, schön, dass ich hier sein darf. Wir wollen uns heute ein bisschen über Guppi unterhalten. Ich habe ja schon so ein bisschen Tutorial gemacht auf YouTube und ich dachte, ich finde es gut, wenn jemand aus dem Team da ist und freue mich da besonders heute. Und da kommen wir gleich zu meiner ersten Frage. Was ist eigentlich Guppi? Ist doch ein Fisch, oder? Ja, in unserem Fall ist es aber eine Online-Plattform, mit der ich die Möglichkeit habe, Grafikeinblendungen auch im Livestream zu steuern. Das heißt Punktestand, Uhrzeit, Mannschaftsaufstellung und so weiter. Für Sportveranstaltungen zum Beispiel. Sportveranstaltungen. Also im Moment ist es ausgelegt auf Fußball, Ja. weil wir auf die Idee auf Guppi durch den 1. FC Union Berlin gekommen sind. Ja. Die wollten von uns eine Software haben, um die Grafiksteuerung für ihren Big Screen im Stadion zu haben. Und daraus ist dann der Mehrwert entstanden, halt Moment, es können auch kleine Vereine das gebrauchen, wenn sie live streamen und einfach ihre Grafiken einzublenden. Okay, also das heißt, Guppi ist mehr für kleinere Vereine ausgelegt oder für große oder? Es ist für beide. Aber ich sag mal, die Großen haben oftmals viel größere Abteilungen, das heißt Software, Grafikabteilung und so weiter. Wenn jetzt aber ein kleiner Verein da ist, der möchte auch eine Grafik auf einem Livestream haben, Ja. der hat oft gar nicht die Software oder die Möglichkeiten, dieses kostengünstig schnell zu realisieren. Und bei Guppi ist der Vorteil, ich melde mich an und kann im Prinzip direkt schon loslegen. Ich lege meine beiden Teams an und kann ein Spiel anlegen und kann direkt die Standardgrafiken, die wir mitliefern, schon auf mein Live-Spiel einblenden. Also das heißt, wenn ich in einer Stunde ein Spiel machen will, reicht das an Vorbereitung? Sag ich mal, ein Spiel streamen oder wie stelle ich mir das vor? Also man streamt aus seinem Stadion oder was man immer so hat. Also Guppi ist wirklich nur das Grafik-Overlay für den Stream. Ja. Das heißt, der User muss eine Streaming-Software einsetzen. Zum Beispiel, was nimmt Zum man da? Beispiel OBS, Open Broadcaster Software, ist ein Begriff, die sich mit Streaming auseinandersetzen. Die ist kostenlos runterzuladen. Okay, wir können den Link in die Beschreibung unten reinhauen. Genau, das machen wir dann. Und in dieser Software, als Beispiel, es geht auch mit anderen Softwaren, hat man halt die Möglichkeit, verschiedene Quellen anzulegen und die übereinander zu legen. Ja. Das heißt, wenn ich einmal eine Videokamera habe für das Spiel, um das Spiel zu filmen, nehme ich die Quelle als Videokamera und da drauf lege ich dann den Guppi-Layer. Das ist im Prinzip eine Browser-URL, wo dann die Grafiken erscheinen. Und um die Grafiken ein- und auszuschalten, bin ich eingeloggt bei Guppi und habe da Buttons, um zu zeigen, okay, ich möchte Spielstand anzeigen, die Mannschaftsaufstellung oder die Uhrzeit. Eingeloggt heißt dann mit dem Browser irgendwo im Internet mit irgendeinem anderen Rechner. Genau, Zum Beispiel. genau. Oder geht es auch mit dem gleichen? Es geht auch mit dem gleichen. Okay, also was kann man noch nehmen, außer wenn man jetzt so unter... Also man kann auch ein Handy nehmen, also Android-Handy. Da gibt es auch verschiedene Streaming-Software. Auch Ach so, Kosten ich meinte jetzt zum Steuern zum eigentlich. Steuern. Also da geht auch ein Tablet. Also kann ich mich sozusagen in die Zuschauermenge setzen und dort das steuern? Also ich brauche nicht in der Stadionregie sitzen, sondern ich kann irgendwo, wo ich Internetempfang habe. Beim Handy ist es ja, habe ich ja sowieso UMTS oder LTE. Ja. Kann ich jederzeit dann damit steuern. Okay. Das ist ja schön. Ja, finde ich auch. Und dann kann ich alle möglichen einblenden, wie zum Beispiel mein Spielstand, die Uhrzeit und das OBS streamt dann zu YouTube zum Beispiel. Richtig. Oder Facebook oder... Genau, oder man hat einen eigenen Streaming-Server. Und YouTube kann man ja dann theoretisch auch wieder auf seiner Webseite einbinden. Richtig. Dann hat man ja sozusagen auf seiner Vereinswebseite, wenn man jetzt sowas hat,
sozusagen das aktuelle Spiel, was da gerade läuft. Und wenn so die Jugendmannschaft spielt, dann kann Oma und Opa zugucken. Genau. Und wenn ich nicht die Möglichkeit habe oder ich darf vielleicht gar nicht streamen, hat man auch noch die Möglichkeit mit OBS das Ganze aufzuzeichnen und nachher on demand den Spielern zur Verfügung zu stellen mit den Grafikeinblendungen. Was ja einfach einen professionellen Eindruck macht und man sieht genau, zu welcher Uhrzeit war das, zu welchem Zeitpunkt ist das Tor gefallen und. Ach so, man kann sozusagen auch als Trainer später ein bisschen auswerten. Auch richtig. Und, okay. Cool. Ja, also haben wir ja, wie ich das verstanden habe, also was für ein Stream und du hast was von einem Big Screen erzählt. Das ist dann wahrscheinlich, vermute mal, dieser große Bildschirm im Stadion. Richtig, also ich denke mal, dass viele, die jetzt hier zuschauen, mit dem Fußball oder mit Sport was zu tun haben und schon mal in einem Stadion waren oder in einer Turnhalle. Da sind oftmals oder mittlerweile Standard große Fernseher oder ein Big Screen, wo das Spiel oder aber auch bei Bundesligaspielen ist es so, da wird nicht das Live-Spiel gezeigt, sondern nur als Vollbild der Spielstand oder die Spieler vorgestellt. Ach so, das heißt also, in meinem Stream habe ich sozusagen, oder meinen Stream, den ich zu YouTube schicke, habe ich andere Overlays oder Grafiken als auf dem Big Screen. Richtig. Und das unterstützt Guppy. Das unterstützt Guppy. Also ich kann... Und ich muss das nicht extra steuern mit zwei Guppies, es geht alles über einen. Das geht alles über einen. Also ich kann zwei Outputs anlegen, einen für den Stream und einen für den Big Screen als Vollbildgrafik und kann dann beides steuern. Das heißt also, wenn René ein Tor schießt, dann steht das auf Benen automatisch da. Genau, oder wenn René eine rote Karte bekommt. Oh. Ja, vielen Dank. Okay, und was habt ihr so einen Plan, was in Zukunft kommt dazu? Kommt noch was dazu? Ist die Software fertig oder wie ist der Status da gerade? Die Software ist noch lange nicht fertig. Okay. Also es sind noch viele Ideen da, die wir haben, die wir Stück für Stück auch online stellen. Wie gesagt, wir fangen gerade erst mit Fußball an, aber wir haben gesehen, auch von der Resonanz her, dass viele weitere Sportarten schon Guppy nutzen, weil es eine Mannschaftssportart ist, mit Uhrzeit, mit Toren und so weiter. Aber trotzdem gibt es immer noch kleinere Unterschiede, die wir auch integrieren wollen. Das heißt, wir wollen Stück für Stück andere Sportarten, verschiedene Scoreboards für andere Sportarten online stellen. Weil zum Beispiel bei Wasserball habe ich nicht 2 Halbzeiten, sondern 4 Perioden. Das heißt, ich kann zwar mit Guppy jetzt auch so machen, aber es ist na klar schöner, wenn für jede Sportart ein eigenes grafisches Interface ist, wo die Knöpfe auch da sind, die ich benutzen will und nicht irgendwelche, die gar nicht für die Sportart da sind. Des Weiteren, wenn ihr euch angemeldet habt oder wenn ihr Guppy schon kennt, habt ihr gesehen, dass unten jede Aktion mit geloggt wird. Das heißt, ich habe im Prinzip einen Logfile, wo das ganze Spiel, der Verlauf mit aufgezeichnet wird. So eine Art Historie. Historie, genau, wann gelbe Karte gezeigt wird, wann Freistoß ist. Okay. Wenn ich all das mit aufzeichne, werden wir später das so zur Verfügung stellen, dass ihr auch ein Modul auf eure Internetseite stellen könnt, zum Beispiel einen Live-Ticker. Das heißt, ihr zeigt kein Video, sondern den Spielstand oder was gerade im Spielverlauf passiert. Ja, eine schöne Sache. Also das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Handy aufhabe und jetzt mal keinen richtigen Empfang habe für ein Live-Video oder nach, was weiß ich, im Zug bin und es nicht laut machen kann, dann kann ich immer so sehen, wenn ein Tor fällt oder was auch immer. Und Also, das ist eine schöne Idee. Ja. Also da könnte man ja theoretisch auch Facebook-Posts draus machen. Also vielleicht geht das ja automatisch irgendwann. Auf jeden Fall. So. Also da sind wir jetzt dabei. Dass René hat auf Facebook ein Tor geschossen, dass das sofort dasteht. Ja, oder die rote Karte bekommt. Nee, und was haben wir noch vor? Also, so wie ich das verstanden habe, benutzt das Leute weltweit.
Genau. Vermute ich mal. Genau. Also das heißt, alle möglichen Sportarten von der ganzen Welt irgendwie, oder sagen wir, bleiben wir jetzt mal bei Fußball über die ganze Welt, was so im sag ich mal, im kleinen Bereich ist, im kleinen Verein, großen Verein, da geht ja auch, aber die alles streamen und die Videos habt ihr dann, oder die Videos gehen ja direkt zu YouTube, ne? Genau. Oder wir Facebook. geben den Usern die Möglichkeit, also sie müssen ja ein Spiel anlegen, das heißt einen Zeitraum, wo sie streamen. In dem Zeitraum können sie auch nur das Scoreboard benutzen. Das ist einfach, sie können auch den Zeitraum länger machen, aber sie haben auch die Möglichkeit, die URL von YouTube oder Facebook mit abzuspeichern. Ja. Und den könnten wir dann nutzen für unser angedachtes Livestreaming-Magazin. Das heißt, der Livestream von den Vereinen auch weiter verbreitet wird, könnten wir da verwenden. Das heißt, wo wird das dann verbreitet? Auf guppy.com. Ah. Da haben wir einen Bereich, bisher heißt der Live. Also ist nur so ein Ansatz vom Livestream-Magazin, weil sind noch nicht so viele Vereine, die das wirklich pflegen. Da müssen wir dann noch die Vereine zu kriegen, dass sie wirklich eine korrekte URL da einbinden. Aber dann können wir nach Ländern, nach Sportarten so ein richtig schönes Magazin machen. Und wenn ich Fußball interessiert bin und sehe gerade, oh, in Afrika ist jetzt gerade ein Fußballspiel, das schaue ich mir doch mal an, könnte ja interessant sein. Es könnte ja auch sehr interessant sein für Fußballinteressierte, die Nachwuchs suchen. Stimmt, natürlich. Also für den Transfermarkt. Kann man sich aus anderen Ländern andere Tricks abgucken, Genau. Zum Beispiel. Also ich habe es jetzt noch nicht gesehen, dass es irgendwie sowas für Sport gibt, dass man übergreifend über alle Plattformen hinweg die Livestreams geordnet sieht. Also das wäre jetzt so ein näheres Ziel. Okay, das kommt dann wahrscheinlich irgendwie 2019. Ja, genau. Also 2019 ist ja gerade erst angefangen, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Na gut. Wir wollen jetzt als erstes noch weitere Scoreboards mit einfügen. Also Scoreboard heißt sozusagen diese Steuerung für... Genau. Okay. Nochmal, wenn ich jetzt mich kurz anmelde und das benutzen will, dann kriege ich irgendwie wahrscheinlich Grafiken, die ihr mitliefert. Richtig. Und wenn ich jetzt, sag mal, das ein bisschen anpassen will auf meinen Verein, geht das auch? Das ist überhaupt kein Problem. Also da haben wir es so gemacht, dass jeder so viele Layouts im Prinzip festlegen kann, wie er möchte. Da haben wir einen Bereich Layout, Overlay, und da kann ich dann mein Overlay anlegen und eigene Grafiken hochladen in Vereinsfarben oder in dem Design, was der Verein sowieso schon hat. Ah, okay. Das heißt, es sieht nicht jeder Stream gleich aus, sondern ich kann es individuell die Position und die Grafiken hochladen und anpassen. Okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch so einen kleinen Sponsor habe, den ich mal irgendwann akquiriert habe als Verein, was weiß ich, Ralf Müller nebenan oder was weiß ich, Ja, also, der kann dann sozusagen dort, den kann ich auch mit einbauen. Zwei Sachen. Einmal haben wir, man kann einen Sponsor einbinden, der entweder oben zum Beispiel bei der Punktestand oder so weiter mit eingeblendet wird. Aber man hat auch die Möglichkeit, weitere Werbeträger Grafiken hochzuladen, die erscheinen dann als extra Button. Ja. Das heißt, oft haben ja Mannschaften verschiedene ortsansässige Sponsoren. Das Okay, ist also dann unterschiedlich. Bei dem Torfeld kann man dann immer noch Herrn Müller einblenden, Metzgerei oder was auch immer, genau. genau. Auch was für die Halbzeit immer ganz gut, ja. Da weiß man ja aber nicht, was man im Stream machen soll, wahrscheinlich. Richtig. Da haben wir auch noch die Funktion, das haben wir jetzt standardmäßig auch beim Fußball eingeführt, dass man einen Countdown einblenden kann. Das heißt, man könnte vorher einen Countdown einblenden, wann der Stream wirklich startet, also wann das Spiel losgeht, oder auch in der Halbzeit, dass man einfach sagt, man blendet Uhr ein mit einem Sponsor und es geht dann weiter. Dass man wirklich weiß, wo
steht man jetzt. Gut, vielen Dank, Micha, dass du da warst. Gerne. Und hätte mich noch mehr gefreut, hättest du dein Mikrofon eingeschalten.